Dichter Nebel hängt noch in den Bergen. Das Gewitter, das mich gestern noch erwischt hat, ist vorüber. Die ersten Sonnenstrahlen wärmen mich auf dem Weg hinauf zum Blöckenpass, der mich über die Karnischen Alpen ins italienische Friaul bringen soll. Die Straßen trocknen auf. Ich bin in Italien. Sobald man hier über der Grenze ist, nimmt man eine deutliche Veränderung wahr. Sind es nur die fremd anmutenden Verkehrszeichen? Ich kann es nicht genau erfassen. Willkommen zu Tag Nummer 3 und meinem kleinen spontanen Abstecher nach Italien, wo ich jetzt bin. Werde dann später auch noch durch Slowenien fahren. Was ihr vorher gesehen habt, war der Blöckenpass. Es ist jedes Mal wirklich toll dort. Ich bin jedes Mal total fasziniert, wo mich das Navi hier hinschickt und wo ich da lande. Es ist mittlerweile diese Gegend des Friauls kenne ich ja recht gut. Aber es sind dennoch jedes Mal irgendwie andere wahnsinnig tolle Strecken hier. Quasi ohne Verkehr und sogar noch geschichtsträchtig, wie man hier hinter mir sehen kann. Da ist wohl die Giro d'Italia 2010 vorbeigegangen. Heute ist alles super ruhig hier, was ich ganz toll finde. Ich werde jetzt weiterfahren, werde mir mal irgendwo einen guten italienischen Espresso holen und bis dahin noch die wunderbaren Strecken hier genießen. Der Straßenbelag wird deutlich schlechter, die Wege schmaler. Ich fahre durch typisch italienische Dörfer, suche nach einem guten Espresso. Schaut hier aber eher schlecht aus. Ich weiß nicht, ob er mich schlicht übersehen hat oder ob ich ihm völlig egal war. Wir haben uns nur um wenige Zentimeter verfehlt. Der Schreck sitzt für den nächsten Kilometer tief. Also das ist ja mal eine der ärgsten Strecken, die ich je gefahren bin. Das ist ja irre. Also super eng und mit Gegenverkehr. Es gab sogar ein Stückerl, da war eine Ampelregelung, weil es einfach so eng war. Also da würden keine zwei Leute durchpassen irgendwie.
Ich bin gespannt, was mich da jetzt noch erwartet, aber es macht auch irgendwie Spaß, oder? Weiter geht's. Keine Ahnung, wo genau ich hier gelandet bin. Aber ich mag diese Straßeln, die durch die Hügel und Wälder des Friauls führen. In besonders gutem Zustand sind sie allerdings nicht. Ja, keine Ahnung, wo ich da gelandet bin, aber inmitten dieser ganzen Wahnsinnsstrecken dürfte offensichtlich hier was wie Tourismus passieren. Und ich habe meinen Kaffee bekommen. Wie es der Zufall will. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, wo ich eigentlich bin. Und ich markiere mir immer Strecken, die ich gerne mal fahren würde. Und das ist eine davon. Vielleicht finde ich es im Nachhinein raus, wie sie heißt. Ich werde euch das dann irgendwie kommunizieren. Also auf jeden Fall fantastisch hier. Schnell fahren kann man nicht. Jetzt weiß ich, warum ich für die nächsten 120 Kilometer noch 3 Stunden brauchen werde. Laut Navi. Es geht weiter über den Latzenpass. Die Straße hier wird schlechter und schlechter. Tiefe Schlaglöcher, kaputte Gitter. An einer Stelle ist ohne Vorankündigung ein 2 Meter tiefer Schottergraben. Aber der Bromwil geht's gut, oder? Der slowenischen Grenze näher. Erstmal über den Predelpass. Heute keine Grenzkontrollen mehr.
als hätte ich heute endlich mal Glück. Der Manga-Sattel ist offen. Zum ersten Mal geht es für mich mit dem Motorrad hinauf auf das Bergmassiv. Mittlerweile ist es auch hier oben recht warm geworden. Kehre um Kehre, Tunnel um Tunnel schraube ich mich höher in diese karge Landschaft. So, ich habe es endlich mal rauf geschafft auf den Manga-Sattel mit dem Motorrad. Bis jetzt war ich ja nur mit dem Auto da. Und jedes Mal, wenn ich vorbeigefahren bin hier, war er gesperrt. Drum muss man natürlich die sommerlichen Temperaturen mal ausnutzen, wenn hier mal kein Schnee liegt und alles schön grün ist und alles voller Touristen ist. Ja, es ist halt schon ziemlich viel los hier. Also da hinten auf dem Parkplatz gibt es natürlich überhaupt keine Plätze mehr. Aber gut, nichts anderes war zu erwarten, oder? Es ist schon fantastisch hier. Also diese Aussicht, unfassbar. Nach dem Mangat geht es für mich erstmal durchs Socha-Tal. Die Socha scheint fast ausgetrocknet. Ich bin hungrig. Ja, mich hat es wieder mal nach Trenta verschlagen. Da muss ich irgendwie immer eine Pause machen. Es ist ziemlich heiß geworden. Kein Wunder. Aber mal schauen. Jetzt geht's rauf auf den Berg. Ich hoffe, da ist ein bisschen kühler.
wieder mal ein Klassiker, der Vrčić-Sattel. Ich war schon oft hier, aber so überfüllt mit Ausflüglern habe ich es hier noch nie erlebt. Ein paar Einheimische finde ich auch. Dann erlebe ich ein besonderes Exemplar. Gerade am Scheitelpunkt der Kurve werde ich rechts von einem Mountainbiker überholt. Ja. Dass ich ihn fast mitgenommen hätte, weiß er wohl nicht. Ich beschließe, ihn vorbeiziehen zu lassen. Der Schreck über dieses rücksichtslose Verhalten sitzt tief. Boah, fuck. Das war jetzt richtig knapp. Was geht mit dem Wahnsinnigen? Überholt mich in der Kurve rechts. Boah. Ja. Im Sommer auf den Berg fahren, da ist die Hölle los. Ja. Ich melde mich jetzt ab. Wir vom Vrčić-Sattel. Ihr seht, da ist ordentlich was los. War eine super Tour. Für mich geht es jetzt dann noch weiter runter, dieses Kopfsteinpflaster, dieses berüchtigte. Und somit Ende für diese Tour. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich persönlich finde diese Einstellung, immer der Stärkere und Schnellere auf Straßen sein zu müssen, ziemlich bescheuert. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr über diesen Vorfall denkt. Übrigens, ich freue mich über jedes Abo, bin kurz vor der großen 1000.